17 Uhr, Bubas Brudi mit dem Strain am Start. In seiner Marcy, wo alles wächst wie im Garten. Kein Stress mehr, das Leben ist entspannt. Zwischen Green Eyes, er weiß genau, was er plant. Mit Blueberries krank, der Duft, der uns betört. Überall. So, moin Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Hier auch herzlich willkommen von unseren Mädels. Ich habe mir einen Kaffee geholt. Wir haben die Blüte eingeleitet, das heißt, wir müssen heute ein bisschen entblättern. Und wenn ihr Bock habt, euch das anzusehen, dann bleibt dran, das wird gut. Also bis gleich. Ich hab den grünen Daumen, nenn mich Bubas Brudi. So, Ziel des Entblätterns ist natürlich, dass wir hier eine bessere Lichtdurchdringung haben wollen in der gesamten Pflanze. Das ist schon sehr, sehr buschig. Und da wir nur Licht von oben haben und keine echte Lampe, Licht von oben meine ich natürlich eine echte Lampe und keine echte Sonne. Ne? Die Sonne würde ja noch ganz anders agieren. Aber da das Licht hier nur von oben kommt, macht das Sinn, dass man einige dieser großen Fächerblätter hier, die zum Beispiel irgendwelche Zweige, die drunter liegen, verdecken. Guck mal, ob ich was finde für euch hier. Zum Beispiel sowas hier. Ne? Darunter kommt ein Zweig. Da wächst später ein Blatt dran. Ne, das könnte man zum Beispiel hier abmachen. Genau wie hier hat man darunter auch einen Zweig. Ne? Das sind so die Kandidaten, um die wir uns gleich kümmern werden. Und ich glaube, ich versuche euch einen Timelapse davon aufzunehmen. Ich weiß noch nicht so recht, wie ich das mache. Aber ich hole mir jetzt erstmal ein paar Handschuhe und wir sehen uns gleich wieder. Hallo auch mal an all die Leute, die neu dabei sind. Für die, die jetzt das erste Mal einschalten, das hier ist eine Malawi von Ace Seed, eine 100%ige Sativa. Das ist eine selbstgezüchtete Melonade Runs. Wir hatten im vorletzten Run eine Melonade Runs gegrowt. Da gab es ein paar feminisierte Samen von und einen davon teste ich jetzt hier in diesem Grow. Das hier ist eine reguläre und das wie gesagt eine feminisierte. Das heißt, vielleicht haben wir hier auch ein Männchen dabei. Das wird sich alles in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Ich hoffe ja, das sind 2 Mädels, aber man weiß nie. Ja, was steht an? Wir haben gestern unsere Mars Hydro auf 11.13 umgestellt. 11.13 fragt ihr euch jetzt vielleicht, warum 11.13 und nicht 12.12, Brudi? Das ist ganz einfach. Die Malawi ist eine Sativa, die möglichst wenig Licht haben will, damit sie in die Blüte geht. Der Breeder empfiehlt 11.13 zur Einleitung der Blüte und zur Ende 10.14. Ja, hier müsste man eigentlich 12.12 machen, aber die wird sicherlich auch mit 11.13 und 10.14 klarkommen. Gegebenenfalls ein bisschen weniger abwerfen, aber das ist es mir wert. Ich wollte hier mal eine Sativa testen. Habt ihr schon eine 100%ige Sativa gegrowt in eurem Grow-Zelt? Ich bin ja nicht sicher, ob das mit der Höhe hier hinhaut. Wir haben ja hier nur 1,60 im Mars Hydro und die Pflanze soll schon groß werden. Deshalb haben wir hier auch schon Low-Stress-Training angewendet. Ihr seht das vielleicht hier. Falls ihr das nicht gesehen habt, ich habe einen Short veröffentlicht, könnt ihr ja mal reinklicken. Da sieht man, was wir gemacht haben. Im Grunde habe ich einfach nur den Hauptzweig runtergebunden, weil sie deutlich größer war als unsere tiefer gelegte Melonade Runs. Jetzt eine Woche später hat sich das ziemlich gut zurechtgewachsen, aber wie ihr seht, ist es ziemlich buschig und deshalb wollen wir heute entblättern. Also, let's go! So Leute, ich würde sagen, wir fangen hier mal mit der Malawi an. Nochmal schnell einen Schluck Kaffee getrunken. So, dann lasst uns mal schauen, was wir da tun können. Ich habe hier auch noch meine Häkchen mit, dass wir die noch so ein bisschen trainieren können. Die Zweige, den zum Beispiel würde ich gerne so ein bisschen hier nach unten holen noch. Dass wir einfach ein bisschen in die Weite gehen können. Dieses Blatt hier nehme ich jetzt mal weg. Kommt da drunter ein bisschen Licht rein. Auch hier, das ist eigentlich auch Quatsch. Das können wir alle mal abmachen. Hier unten. Der Kollege hier. Ihr wollt da behutsam vorgehen.
Also nach Möglichkeit nicht zu viel von dem Blattwerk entfernen. Das findet die Pflanze nämlich auch nicht so gut. Ja. Aber ich denke mal, so ist das für die erste Berupfung schon mal ganz gut. Viel mehr würde ich da gar nicht machen wollen. Ja. Der hier verdeckt keinen. Ja, das ist so schon mal ganz in Ordnung. Nehme ich mal eben mit. Ist immer noch relativ buschig, die Dame. Ja. Aber es gerät schon ein bisschen mehr Licht nach unten. Wie man sehen kann, diese ganzen kleinen Zweige hier können natürlich auch ab. Da wächst nichts dran. Na, normalerweise mache ich das Lollipoppen eigentlich ein bisschen später. Aber ihr kennt den Hasen, ne? Also die Dinger hier kommen ab, damit wir hier möglichst das Pflanzenwachstum oben fokussieren auf die Hauptzweige. Ja, da sind natürlich noch eine ganze Menge weitere von den Kollegen. Die mache ich dann in Ruhe ab. Aber ihr habt das Prinzip verstanden. Das gleiche machen wir jetzt hier bei der Melonate. Die ist deutlich buschiger. Da müssen wir, glaube ich, deutlich mehr rangehen. So, dann holen wir uns mal die Melonate nach vorne. Drehen Sie mal so ein bisschen. Ja, hier zum Beispiel. Wartet mal, ich nehme mal das Stativ ein Stück nach hinten. So. Sorry für die Kameraführung. Aber das hier zum Beispiel, das hängt alles an der Seitenwand vom Zelt. Das machen wir alles ab. Man sieht schon, hier in der Pflanze ist deutlich mehr Afghani bzw. Indica drin. Dementsprechend buschig wächst die Dame. Insgesamt deutlich kompakter. Das sollte der Ernte am Ende aber eigentlich nichts abtun. Da wo wir können, versuchen wir natürlich mit Leaf Tucking zu arbeiten, also sprich die Zweige so ein bisschen über die Blätter rüber zu schieben, wo das noch geht. Aber es geht halt auch nicht überall. Ne? Es ist halt sehr, sehr dicht gewachsen schon, das Mädel. Kommt, den machen wir noch weg. Hier. Der Kollege hier oben kommt runter. Man kann das natürlich auch mit der Schere machen, Jungs, und das alles desinfizieren, aber ich fasse meine Pflanzen gerne an. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Ich habe schon ein paar Kommentare gesagt, die haben gesagt, Brudi, was machst du da, warum fässt du deine Pflanzen an? Ja, ich muss sie halt antatschen, das ist so. Was soll ich machen? So baust du eine Bindung zu der Pflanze auch auf, meiner Meinung nach. Und das gehört irgendwie auch zum Gärtnern dazu, oder wie seht ihr das? So, ich glaube, hier bei der Dame können wir auch noch mal so ein bisschen mit unseren Häkchen arbeiten. Guckt mal hier unten. Wenn ihr auf Living Soil Growth und plötzlich solche, Fokus er, solche Pelze da seht, wie hier, müsst ihr euch keinen Kopf machen, das ist bei Living Soil normal. Ne? Das sind die Mikroorganismen, die in der Erde arbeiten und ja, für die Pflanze Nährstoffe herstellen. So wollen wir das sehen. So, Stativ wieder montiert und weiter im Text. Müssen hier ein bisschen vorsichtig sein, dass wir die Pflanzen hier auf dem engen Raum nicht behaken. Hier haben wir noch ein schön großes Fächerblatt. Meine Fresse, das war hart abzubekommen. So sollte doch deutlich mehr Licht in unsere Pflanze in Zukunft kommen.
Die wird jetzt natürlich erstmal nicht ganz so gelaunt sein, weil wir sie jetzt ein bisschen berupft haben. Aber ich bin ziemlich sicher, in der nächsten Woche werden wir hier einen signifikanten Unterschied sehen. So, das reicht mir jetzt. Hier können wir mal reingucken. Die ganzen Zweige kriegen jetzt deutlich mehr Licht. Ich werde hier jetzt gleich noch einen Bügel einbauen, dass wir hier noch so ein, zwei Zweige beiseite biegen zusammen. Und dann sind wir hier mit dem Low-Stress-Training erstmal durch. So Freunde, hier kommen wieder meine altbewährten Tomatenbügel zum Einsatz. Aus dem Baumarkt. Mit denen wir die Zweige so ein bisschen in die gewünschte Richtung trainieren, damit wir hier eine maximale Ausleuchtung auf die Fläche hinbekommen. Dafür drehe ich die Dame noch mal ein bisschen. Die könnte man noch mal so ein bisschen den einen nach links und den anderen nach rechts biegen, so vielleicht, dass die sich nicht im Weg sind. So. Ja, das sieht doch gut aus, würde ich sagen. So, Leute, so sieht das nach dem Rupfen aus, von oben. Ja, ist immer noch ordentlich was dran, aber man sieht schon einen signifikanten Unterschied, ne? Was meint ihr? Geht ihr genauso radikal vor? Macht ihr noch mehr ab? Toppt ihr? Filmt ihr? Ich habe ja hier noch gar nichts gemacht. Die wurde einmal eines Low-Stress-Training unterzogen, indem ich sie so um 90 Grad umgebogen habe. Und mit der habe ich bisher noch gar nichts gemacht. Das ist jetzt das erste Training, was die Damen bekommen haben. Lasst uns hier auch nochmal auf die Malawi eingehen. Ihr wisst, wenn ihr schon ein bisschen länger dabei wart, die hat am Anfang Adlerkrallen entwickelt, die Dame. Weil Malawis brauchen halt sehr, sehr wenig Stickstoff, speziell in der Wachstumsphase. Und in der Living Soil wird vermutlich ein bisschen zu viel Stickstoff für die Malawi drin gewesen sein. Aber nichtsdestotrotz hat die Dame sich schon relativ gut erholt. Man sieht noch an so ein paar Blattspitzen, dass sie leicht gekrümmt sind. Die hier waren vorher auch gekrümmt, die hat sie wieder gerade gemacht. Man sieht jetzt hier eine hellgrüne Verfärbung. Und ich bin ziemlich sicher, dass sich das in der Pflanze hier noch zurecht wächst. Und weil die Frage auch immer wieder kam, Brudi, wie weit ist denn deine Lampe weg? Die Lampe ist ungefähr 35 cm von den Pflanzenköpfen entfernt. Mars Hydro empfiehlt 25. Ich habe für die nächste Woche vorgesorgt, weil ich bin wieder die ganze Woche nicht da. Meine Süße kümmert sich. Aber die macht eigentlich nichts. Sie weiß nicht, was hier zu tun ist. Deshalb habe ich das so eingestellt, dass die Pflanzen, wenn die halt 10 cm wachsen, immer noch den Mindestabstand zu unserer Mars Hydro Lampe haben. Nichtsdestotrotz wird das natürlich spannend, wenn ich nächste Woche wiederkomme und mir anschauen kann, wie sich die Ladies erholt haben. So, und jetzt möchte ich zum Ende nochmal auf ein paar Zuschauerfragen eingehen. Fragen, die teilweise immer ein bisschen häufiger kommen. Nehmt mir das nicht übel, wenn ihr vielleicht schon die Antwort wisst. Aber wir haben viele neue Subscriber. Vielen Dank dafür nochmal. Und die stellen natürlich auch viele Fragen, die wir vielleicht schon mal in der Grow-Serie beantwortet haben. Also, Frage Nummer 1 war, soll ich meine Pflanzen vor der Blüte entblättern? Und genau aus diesem Grund habe ich dieses Video gemacht. Ich mache das immer an dem Tag, an dem ich die Blüte einleite. Normalerweise ein paar Tage macht man das vorher, aber diesmal ging das halt zeitlich nicht anders. Man macht das gerade, wenn man das Indoor macht, um dafür zu sorgen, dass unten halt ordentlich Licht reinkommt, dass die neuen Buds, die hier wachsen, möglichst viel Licht abbekommen und dementsprechend groß und stark werden können. Dann hat einer gefragt, du nimmst Samen von Zwittern. Wie hoch ist das Risiko? Ja, also wer von Anfang an dabei war, der weiß, dass die Melonate Runs hier
einen Backseed als Vater hatte. Und zwar hatten wir in unserem ersten Grow 2 Backseeds gegrowt. Einer davon ist leider gezwittert und wurde in Woche 5 oder Woche 6 aus dem Zelt entfernt. Leider hat die Melonate ein paar Pollen abbekommen und hat so ungefähr 20 bis 30 Samen gebildet. Und mir ist natürlich bewusst, dass sich dieses Zwittergen auch weiter vererben kann. Allerdings sind auf diese Weise auch schon die krassesten Strains entstanden. Also ich bin mir des Risikos durchaus bewusst, aber wir ziehen das gemeinsam durch. Wir halten die Augen offen, sobald die Vorblüte losgeht. Schauen wir mal, was sie für Geschlechtsmerkmale zeigt. Müsste, wie gesagt, eigentlich ein Mädchen sein. Hier wissen wir es ja, wie gesagt, nicht, aber wir behalten das im Auge und holen sie hier natürlich raus, sobald das Komplikationen gibt. Aber wie willst du sonst herausfinden, ob die Samen, die du in deinem eigenen Grow erzeugt hast, ob die geil sind oder nicht? Du musst die am Ende irgendwie auch growen. Und ich habe da Bock drauf, das ist halt mein Grow-Projekt. Und wenn das voll in die Hosen geht, dann wird das hoffentlich für euch guter Content. Und die Frage, die immer wieder kommt, gefühlt in jedem zweiten Video ist, hey Brudi, was ist denn das für grünes Zeug? Das Unkraut da in deinem Topf, das ist Weißklee. Und der hat natürlich eine Funktion hier drin, der sorgt einmal dafür, dass die Erde nicht so schnell austrocknet und andererseits fixiert er Stickstoff aus der Atmosphäre und macht sie pflanzenverfügbar in der Erde, so dass man einfach weniger Dünger geben muss. Und das ist ja das Konzept, da wir hier auf Living Soil growen, nur mit Wasser durch den Grow zu kommen und nach Möglichkeit keinen Dünger zu geben. Gegebenenfalls müssen wir im Laufe des Grows ein bisschen Kalimak dazugeben. Das hatte ich in dem letzten Run auch schon, dass meine Blueberry und die Skunk alle beide so leichte Mangelerscheinungen gezeigt haben. Wir werden sehen, ob sich das hier auch so verhält. Aber auf das bin ich vorbereitet. Abgesehen davon habe ich aber nicht vor, hier irgendwelche Dünger oder Booster oder irgendwas einzusetzen. So Leute, sieht das nach dem Entlauben aus. Hier haben wir unsere Malawi. Hier haben wir unsere Melonate Runs und ich würde sagen, es ist Zeit in die Blüte zu starten. Also, let's go! Ja Leute, vielen Dank fürs Reinschalten. Das war's auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich freue mich über eure Fragen und Anregungen in den Kommentaren. Über ein Like und ein Subscribe würden wir uns riesig freuen. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer ein schönes Wochenende. Bis dann, euer Bubertsbrudi.